Familien, die meine Reise durch Bolivien verfolgt haben, haben mich gefragt, ob Auswandern mit Kindern nach Bolivien lebenswert sein kann. Deswegen möchte ich heute über das Schulsystem in Bolivien sprechen und ob es geeignet ist für Auswanderer. Ich habe in meinen Videos Bolivien nicht immer von der positivsten Seite gezeigt, einfach weil uns so viele unerwartete Dinge passiert sind. Bolivien ist einfach geprägt von Extremen. Es gibt ländliche, verlassene Gegenden, genauso wie urbane Gegenden, wo man guten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten hat. Die Städte sind natürlich eher beliebt bei Auswanderern, aber ich finde auch der ländliche Raum hat Aufmerksamkeit verdient, um nämlich die Einstellung vieler Bolivianer dem Schulsystem gegenüber zu verstehen. Ich möchte heute also über das Schulsystem in Bolivien sprechen, damit sich Auswandererfamilien und jene, die es noch werden wollen, sich davon ein Bild machen können. Wie anfangs erwähnt, gibt es Städte, urbane Gegenden wie Santa Cruz de la Sierra oder Sucre, wo internationale Schüler eine wirklich einzigartige kulturelle Erfahrung haben, in wunderschöner Umgebung und auch leicht Zugang zu hervorragender Bildung. Also zuerst über den Aufbau des Bildungssystems und auch seine Probleme. In Bolivien werden die Schüler mit 6 Jahren eingeschult. Es gibt 6 Jahre Primarstufe, 6 Jahre Sekundarstufe. Und obwohl Bolivien eigentlich eine Schulpflicht hat, wird es realistischerweise nicht überall umgesetzt. Dies trifft vor allem in ländlichen Gegenden zu, wo verstärkte Armut herrscht und auch vermehrt indigene Kinder zur Schule gehen sollten. Diese treten vermehrt die Schule noch an, aber es kommt dann nach wenigen Jahren schon dazu, dass sie wieder aus der Schule aussteigen. Gründe dafür sind, von diesen Kindern wird oftmals erwartet, dass sie einen aktiven Part in der Gesellschaft übernehmen. Das heißt, sie sollen zum Lebensunterhalt der Familie beitragen und müssen auch oft arbeiten. Es gab in Bolivien vor einigen Jahren interessante Schlagzeilen, wo Kinderarbeiter sich das Recht erkämpft haben auf legale Arbeit und auch soziale Absicherung. Das heißt, Bolivien ist in der Tat ein Land, in dem bereits 10-jährige Kinder, wo es ihnen erlaubt ist, legal zu arbeiten. Einerseits wollen sie dadurch aus der Illegalität austreten, was gleichbedeutend mit Ausbeutung ist. Als wir durch das Land gefahren sind, haben wir Kinder dabei erlebt, wie sie auf Märkten arbeiten, in der Landwirtschaft, auch Minenarbeit verrichten oder auf der Straße Dinge verkaufen. Die Schulbildung nimmt also nicht in allen Teilen der Bevölkerung eine Priorität ein. Das hat auch zur Folge, dass die indigene Bevölkerung oft benachteiligt ist bei der Bildung, aber auch diskriminiert wird. Es besteht eine relativ hohe Analphabetenrate unter der ländlichen Bevölkerung, die besonders auf Frauen zutrifft, die oft Tätigkeiten im oder ums Haus erledigen, wohingegen die Männer außer Haus arbeiten. Wir haben zum Beispiel beobachtet, als wir mitten durch die Anden gefahren sind, wo wir mal nach dem Weg gefragt haben und uns ältere Personen oft nicht verstanden haben, also mit ihnen Spanisch gesprochen haben. Die häufig gesprochensten indigenen Sprachen sind Quechua und Aymara. Und da komme ich zu einem weiteren Nachteil, der auf indigene Kinder zutrifft, die in die Schule gehen sollten, nämlich, dass diese oft nicht Spanisch sprechen und in den Schulen aber vermehrt auf Spanisch unterrichtet wird. Das heißt, das ist auch ein Grund dafür, dass Kinder aus der Schule wieder austreten. Es gibt zwar mehr und mehr Schulen, die auch zweisprachig unterrichten und Lehrer sollen auch eine der beiden meistgesprochensten Indio-Sprachen beherrschen. Es gibt in der Richtung aber noch einigen Aufholbedarf. Durch Schulbesuche, Gespräche mit Schülern, Lehrern und Eltern habe ich ein bisschen einen Einblick bekommen, wie der Schulalltag in einer bolivianischen Schule aussehen kann. Diese Information ist natürlich nicht universell,
Aber es kann gesagt werden, dass in Bolivien so wie auch in anderen Ländern Südamerikas Schuluniformen getragen werden. Die Noten ergeben sich aus Punkten 0 bis 100 und es benötigt mindestens 51 Punkte oder Prozent, um eine Prüfung zu bestehen. Die Klassen bestehen meistens aus 30 bis 40 Kindern. Das ist natürlich abhängig von der Art der Schule. In ländlichen Gegenden mit öffentlichen Schulen ist es manchmal der Fall oder kann der Fall sein, dass Lehrkräfte schlecht ausgebildet sind und auch schlecht bezahlt werden. Das Ganze führt dazu, dass sich Lehrer oft Nebenerwerbstätigkeiten suchen. Das führt natürlich zu Motivationsverlust und auch zur Auswahl des Unterrichts. Deswegen kommt es auch dazu, dass sich Auswanderer für kostspieligere Schulen entscheiden, um ihren Kindern die bestmöglichsten Bildungschancen zu bieten. Privatschulen gibt es natürlich auch in Bolivien. Und um ein bisschen mehr Informationen darüber weitergeben zu können, habe ich um die Hilfe einer befreundeten amerikanischen Mutter gebeten, die ihre bolivianische Tochter in der 7. Klasse einer Privatschule in Santa Cruz de la Sierra hat. Ich habe mehr Informationen darüber in meinem gleichnamigen Blog erwähnt. Hier jetzt sei kurz dazu gesagt, dass diese Mutter mir erklärt hat, welche Fächer in der Privatschule unterrichtet werden und auch woran es mangelt. Dass die Regeln auch sehr streng sind und dass sie überrascht war, zu welchem Lernmaterial ihre Tochter bereits in der 7. Klasse Zugang hat, welchen sie erst in ihrem ersten Jahr der Universitätsausbildung in New York hatte. Alles in allem findet sie die Privatschulausbildung in Bolivien sehr gut. Sie sagt, sie bietet eine fundierte Ausbildung für Schüler, die auch einen Hochschulabschluss oder eine Hochschulausbildung anstreben, denn der Unterricht ist sehr komplex und sehr fordernd. Diese Information ist natürlich nicht für alle Privatschulen in Bolivien gültig, aber solltet ihr Interesse haben an mehr Details, was mir diese amerikanische Mutter von der Privatschule erzählt hat, ich habe sie in meinem gleichnamigen Blog niedergeschrieben. Ich verlinke es in der Beschreibung. Also was ist, wenn Schüler nach der Schule im Ausland studieren wollen? Ein Zeugnis einer bolivianischen Sekundarstufe Gymnasium berechtigt zum Hochschulzugang. Das ist aber nicht für Hochschulen weltweit gültig, denn wenn jetzt ein bolivianischer Schüler sagt, er möchte gerne in Deutschland studieren gehen zum Beispiel, ist das nicht nahtlos möglich. Es gibt die Option des einjährigen Studienkollegs, das man in Deutschland ablegen kann. Das ist eine Art Zusatzdiplom, die dann zum Hochschulzugang berechtigt. Oder alternativ dazu können Schüler ein Jahr in einer bolivianischen Universität ablegen und dann diese gleiche Studienrichtung in Deutschland fortführen. In ausgewählten Schulen in Bolivien ist es auch der Fall, dass das internationale Baccalaureat angeboten wird. Das IB stellt ein Zusatzdiplom dar, das sich über 2 Jahre erstreckt, die letzten 2 Jahre der Sekundarstufe, wo Schüler eine schriftliche Forschungsarbeit schreiben und sich spezialisieren auf Spezialgebiete. Meine Kollegin Kay Gabel hat mit mir ein Interview über das IB gemacht. Sie ist paraguayische Lehrerin und hat 6 Jahre im internationalen Baccalaureat unterrichtet. Wenn euch das Interview interessiert, seht ihr es hier. Aber jetzt zum Beispiel für Deutschland, da ist der paraguayische Abschluss nicht als direkte Hochschulzugangsberechtigung anerkannt. Und dieses IB, dieses quasi Zusatzdiplom, internationale Diplom, gibt die Möglichkeit, sich damit direkt an den deutschen Unis zu bewerben. Und dadurch sparen die Schüler letztendlich ein Jahr in Deutschland, wo sie einen Vorbereitungskurs für die Uni besuchen müssen. Ja, das bolivianische Schulsystem ist so komplex wie das Land selbst und die Leute und die Natur. Die bolivianische Regierung hat zwar zum Ziel, dass sie Bildung für alle Kinder ermöglichen möchte, aber aufgrund der starken Armut in manchen Teilen des Landes gibt es bis dahin noch viel Aufholbedarf. Familien, die sich für ein Leben in einer der bolivianischen Metropolen entscheiden, haben aber eine ganz andere Realität. Dort gibt es leichten Zugang zu hervorragender Bildung, wenn man die entsprechenden Mittel mitbringt. Ein Leben in Bolivien für Auswandererfamilien oder für Schüleraustausch wird auf jeden Fall das Interesse für das Land wecken
denn man erfährt eine vielfältige, einzigartige Gesellschaft und spektakuläre Natur. Wenn du mehr über Bolivien erfahren möchtest, schau dir meinen Reiseblog an, in dem ich meine Eindrücke von 6 Wochen durch Bolivien dokumentiert habe. Wenn du mit mir über Bildungsmöglichkeiten oder alternatives Schooling sprechen möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren über meine E-Mail-Adresse alexandra@learnallover.com und auf meiner Webseite findest du mehrere Ressourcen für Eltern, für Schulen und für Schüler. Schau rein und ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.